Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Da gerade Max seine Top 10 seiner Lieblings-Kaiju nannte, bin ich nun dran. Wie in meinem letzten Video wird dies kein Ranking werden, sondern einfach eine Aufzählung. Ich habe mich mit dieser Top 10 wirklich schwer getan, weil meine Lieblings-Kaiju sich nicht unbedingt an meiner Top 10 von Filmen orientiert. Aber nun geht's los und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Für mich zählt Mechagodzilla zu den coolsten und interessantesten Widersachern des Königs. Im Prinzip kann er in jeder Ära überzeugen. Für mich ist die hellste Ära Godzillas meine Lieblingsära und Mechagodzilla, finde ich, hat hier auch sein bestes Design und vor allem ein gewaltiges bombastisches Thema von Akira Ifukube bekommen. Doch Kiryu ist für mich die Version von Mechagodzilla, die mich am meisten anspricht. Dass ein Mecha einen Charakter hat, kam nur ganz selten vor. Mit Ausnahme von Jet Jaguar, der auch ein eigenes Bewusstsein hat. Aber das ist nun wahrlich kein Vergleich. Dass der Mechagodzilla aus dem Monsterverse viel zu kurz zu sehen ist, war für mich sehr enttäuschend. Aus dieser Figur hätte man sehr viel mehr machen können. Monster! Siehst du, Opa? Monster ist doch noch gekommen. Der gewaltige Schmetterling ist eines der kreativsten Kaiju des gesamten Genres und daher ein absolutes Muss, sie auf dieser Liste zu haben. Die Geschichte rund um die Herkunft Mothras mit Infant Island und den Priesterinnen, das Entwickeln einer Raupe zum Schmetterling, was ein Symbol für Tod und Wiedergeburt ist, wurden storymäßig einfach nur toll umgesetzt. Tricktechnisch sind viele Mothra-Filme ein Highlight des Genres. Der erste Mothra von 1961 hat eine so tolle Ausstattung der Spezialeffekte, dass einem die Kinnlade runterfällt. Mothras Version von 1992 ist für mich, aufgrund der fantastischen Musik Akira Ifukubes, der märchenhafteste und die Mothra aus GMK und vor allem aus dem Monsterverse sind echte Kampfmaschinen. Insgesamt ein tolles Kaiju. Und vor und rechts und vor und linkes Knie und rechts. Um Gottes Willen. Für mich zählt das Müllmonster Hedorah zu den ulkigsten, interessantesten und zugleich tödlichsten Kaiju des gesamten Genres. Im Film von 1971, Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, wird dem Zuschauer Hedorah als unverwüstliches Kaiju präsentiert. Und das ist er tatsächlich. Er kann jederzeit verschiedene Formen annehmen, ist immun gegen Godzillas Hitzestrahl und den Angriffen des Militärs. Und die schiere Unbesiegbarkeit finde ich klasse. Der Film an sich genommen ist absolut irre und ein wirrer Mix aus Comedy und todernsten Inhalten. Und geht stilistisch so viele Wege, dass er dem Zuschauer beim ersten Sehen durchaus verwirrt. Und irgendwie passt Hedorah da rein. Ich hoffe doch, dass wir ihn in einer angemessenen Version in einem Godzilla-Film wiedersehen werden. Die späte Phase der Showa-Ära ist gekennzeichnet durch absolute Überdrehtheit. Hat Godzilla im Vorgänger gegen das völlig unförmige und schleimige Kaiju Hedorah einen ernsten Gegner gehabt, bekommt er nun im Nachfolger mit Gigan einen der im wahrsten Sinne des Wortes härtesten Gegner. Gigan ist ein Cyborg mit Pranken aus Stahl und einer gigantischen Kreissäge im Bauch. Ein äußerst brutaler Feind, der Godzilla und Anguillas 1972 fast getötet hätte. In Final Wars von 2004 erscheint er wieder und kommt in mehreren Versionen mit krasseren Upgrades zurück. Sein ungewöhnliches, aber wirklich cooles Design sind für mich Grund, ihn in dieser Liste zu haben. Dieser Gegner Godzillas hat eine außerordentliche Präsenz. Ihre Form als Rose ist noch eher schlicht gehalten, aber am Ende erscheint sie als gewaltiger Koloss mit einem Krokodilmaul und stärkeren Ranken. Wie sie tricktechnisch umgesetzt wurde, ist einfach nur grandios. Die Animatronik und die Bewegung der Ranken waren eine der schwierigsten des gesamten Genres und das Kostüm im eigentlichen Sinne hat keine Fehler. Ein sehr interessantes Kaiju mit Kultpotenzial. Dieses Wesen hat eine sehr gut eingebaute Storyline in der Gamera-Trilogie. Einst ein kleines Geschöpf absorbiert es Ayana und nimmt deren Hass auf Gamera auf und kämpft gegen ihn.
Es ist kein gewöhnlicher Kampf zwischen zwei Kaiju, sondern einer mit Motivation dahinter. Und was ebenfalls für Iris spricht, ist die Ästhetik. Iris wurde in vielen Einstellungen mit CGI animiert, was in meinen Augen richtig gut aussieht, und das Kostüm ist ebenfalls ein Hingucker. Ein toll inszeniertes und gnadenloses Kaiju. Die Riesenschildkröte gehört selbstverständlich auch auf diese Liste. Aber mit den Showa Gameras kann ich wirklich leider wenig anfangen, bis auf Gamera vs. Barugon, welcher wirklich tolles Kino ist. Für mich zählt die Heisei-Trilogie von Shusuke Kaneko und Shinichi Higuchi zu den ganz großen Werken des Kaiju Eiga. Sie zeichnet sich nicht nur durch tolle Geschichten, guten Schauspielern und Kaiju aus, sondern auch dadurch, dass Gamera ein unbeschreiblich gutes Design bekommen hat. Das Aussehen der Riesenschildkröte war schon im ersten Teil Gamera Guardian of the Universe von 1995 perfekt umgesetzt, doch in Gamera 3 ist es on top. Dieses Kaiju und die Geschichte zu diesem Film sind cineastisch so gut umgesetzt, dass es wirklich eine große Tragik für das Genre war, dass Kaneko und sein Team nach Gamera 3 nicht weitergemacht haben. Sander und Gaira zählen für mich zu den besten Kreationen, die Toho in ihrer langen Tradition hervorgebracht hat. Streng genommen sind es aber keine Kaiju, sondern Kaijin. Was mir an beiden so gefällt, ist einmal die Gestaltung des Charakters der beiden. Sander, der von Menschen aufgezogene, sanfte Riese, und Gaira, der im Ozean mutierte Anarchist. Gaira kennt keine Gnade und zählt zu den aggressivsten Wesen des Genres. Und obendrein ist der Film Frankenstein-Zweikampf der Giganten mit super schönen Effekten und tollen Kostümen ausgestattet, sowie mit hervorragender Musik untermalt. Einfach ein Genuss. Dieses Kaiju stammt ähnlich wie der Vorgänger Gigan aus der Werkzeugkiste. Megalon ist ein Insekt mit Pranken aus Bohren. Wenn er sie beide zusammenhält, kann er damit tatsächlich Löcher in die Erde bohren. Ein ulkiges Kaiju, welches wirklich gut in den Film King Kong Dämon aus dem Weltall passt. Dieser Film ist eindeutig für Kinder gemacht, doch Spaß macht er auch als Erwachsener ein wenig. Welches Potenzial Megalon eigentlich hat, wurde im Kurzfilm von der Firma Gemstone und Toho 2023 gezeigt. Hier tritt Godzilla Jr. aus der Heisei-Ära gegen einen ernstzunehmenden Megalon an. Wenn dieses Kaiju also ordentlich vorbereitet und in Szene gesetzt wird, könnten wir Fans einen richtig tollen Gegner Godzillas sehen. Selbstverständlich muss auch Godzilla erwähnt werden, denn ohne ihn gäbe es dieses fantastische Genre gar nicht. Doch ich möchte nicht Godzilla insgesamt erwähnen, was auch seine Richtigkeit hat, sondern vielmehr einen bestimmten Auftritt, ein bestimmtes Design des Königs, welches für mich die beste Variante verkörpert. Ich meine den Godzilla von 1989 und 1991 aus Godzilla vs. Biolante und Godzilla vs. King Ghidorah. Dieses Design wird auch Bio-Goji genannt, basierend auf den Gegner Biolante, auf den er hier trifft. Das Design der Heisei-Ära ist für mich das Beste der gesamten Godzilla-Reihe. Schon im Vorgänger von 1984 wurde Godzilla sehr schön gestaltet, doch hier ist er nahezu perfekt. Die Wucht seines Körpers, die Anordnung seiner Rückenplatten und das tiefe Brüllen sind einfach nur top. Spezialeffekte-Regisseur Koichi Kawakita, der ja zum allerersten Mal für einen Godzilla-Film verantwortlich ist und diese Position durchgehend für weitere 5 Filme innehaben wird, leistete tadellose Arbeit. Wie sieht's bei euch aus? Welches Kaiju des Genres befindet sich in eurer Top 10? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.